In diesem Video unserer kleinen Serie zum Thema Schmerz, insbesondere in Bezug auf den Rücken, wollen wir über die Anwendung der funktionellen Neurologie sprechen. Das heißt, wie kann ich das Wissen in der Praxis nutzen, um möglicherweise dem Patienten eine Hilfestellung zu bieten. Dafür haben wir zwei Möglichkeiten: neurofunktionelle Integration, eher der therapeutische Ansatz, und das neurofunktionelle Training, etwas, was man dem Patienten zeigen und mitgeben kann, damit er ganz gezielt an seinem Problem arbeiten kann. Hallo, mein Name ist Dr. Philipp Eckhardt. Ich bin Inhaber einer Praxis für funktionelle Medizin auf der Basis der funktionellen Neurologie und ich bin auch Gründer und Leiter der Neurologakademie, in der wir auch funktionelle Neurologie unterrichten. Wenn ihr Interesse habt an dem Thema Nervensystem, Gehirn und der Zusammenhang zur Körperfunktion und damit auch zur Gesundheit, seid ihr bei uns richtig. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren. Wir halten euch immer auf dem Laufenden. So, wir reden in dieser kleinen Serie über Schmerz, insbesondere im Bereich vom Rücken, und wir wollen jetzt kurz über zwei Anwendungen der funktionellen Neurologie in der Behandlung von Patienten sprechen. An dieser Stelle sei gesagt, hiervon ist nichts evidenzbasiert. Es ist alles eine Beobachtung, die über Jahrzehnte geht. Evidenzbasierung wird hoffentlich in den nächsten Jahren irgendwann passieren, aber es ist wissenschaftlich fundiert. Es gibt viele funktionelle Therapien, die man gerne auch in den Bereich der alternativen Medizin steckt, sowie manuelle Medizin, Osteopathie, Akupunktur etc., die im Prinzip über Reize arbeiten, um die Funktion des Körpers zu verändern. Die Frage ist immer die Betrachtungsweise. Wir betrachten es aus der Perspektive des Nervensystems, was uns eine umfassende, man könnte auch sagen holistische oder ganzheitliche Betrachtungsweise erlaubt. Zwei Aspekte möchte ich besprechen, einen eher therapeutischen Aspekt, Anwendung durch den Therapeut, einen Patientenaspekt, wie kann der Patient selber auf der Basis der Neurologie sich möglicherweise helfen, haben wir schon ein paar Sachen kurz mal angetriggert. Neurofunktionelle Integration, die therapeutische Anwendung. Neuro ist klar, es geht ums Nervensystem, Funktion, funktionell, es geht um die Funktion des Nervensystems. Die kann man letztendlich in vielen Bereichen einfach testen, und es geht um die Integration. Das ist eher so der therapeutische Anteil, hat aber auch eine Information, die sich bezieht auf dieses Thema, dass wir davon ausgehen, dass wir nicht Einzelsysteme behandeln, sondern die Interaktion oder auch die Integration oder man könnte auch sagen die Koordination der Systeme berücksichtigt. Also wenn ich nach etwas greife, muss die Bewegung in meiner Schulter, in meinem Schulterblatt, in meiner Wirbelsäule, in meinem Ellbogen, in meiner Hand muss koordiniert werden. Das macht das Gehirn. Zum Beispiel ein Teil des Gehirns, das Kleinhirn, ist mit dafür verantwortlich, eine schöne, gleichmäßige Bewegung zu generieren. So, habe ich eine Störung in meinem Kleinhirn, und das muss keine degenerative Störung sein, die durch Verletzung oder Alter auftritt, sondern das kann auch eine funktionelle Störung sein. Ich sage mal Wackelkontakt. Habe ich einen Wackelkontakt im Kleinhirn, ist meine Bewegung möglicherweise nicht gut. Mein Gehirn sendet ein Warnsignal, aua, das tut weh, unter dem Motto, lass das mal lieber bleiben, ich habe das nicht unter Kontrolle. So, und das ist das, worum es geht. Es geht um Interaktion zwischen Körper und Gehirn, aber auch verschiedenen Anteilen des Körpers und damit verschiedenen Anteilen des Gehirns untereinander, wie gut die letztendlich vernetzt sind. Und das ist das, was man mit neurofunktioneller Integration aus unserer Beobachtung heraus beeinflussen kann. Das heißt, man kann Tests machen, um zu schauen, wie funktioniert ein System, und kann dann gucken, wie kann ich durch gezielte Stimulation, Modulation des Nervensystems, und wir werden das zeigen in einem der nächsten Videos, wie kann ich das Ganze in der Funktion beeinflussen und damit auch verändern. So, das ist das eine, spielt auch mehr auf dieses Thema Wackelkontakt an. Man sagt in der Fachsprache funktionelle Konnektivität, die Verbindung zwischen den verschiedenen Systemen. So, und dann gibt es diesen anderen Aspekt, auch auf dem Prinzip der funktionellen Neurologie, eher der Aspekt der Neuroplastizität, Training. Manche Systeme müssen trainiert werden, damit sie besser funktionieren, aber eben neurologisch trainiert werden. Das heißt, ich muss bei Rücken eben auch das visuelle System, das vestibuläre System, meine Fußsohlen, meine sensorischen Systeme an den Füßen, muss ich alle berücksichtigen, damit ich das ganzheitlich erfassen kann oder eben dann neurologisch erfassen kann. Und dann kann man über Testungen herausfinden, welche Beübung ist am effektivsten, und kann diese dann letztendlich als Hausaufgabe dem Patienten auch mitgeben. Neurofunktionelle Integration, eher der Ansatz für den Therapeuten, neurofunktionelles Training natürlich auch durch den Therapeuten vermittelt an den Patient in der Eigenregie, in Eigenübung, jeden Tag an dem Thema zu arbeiten.